Hallo und willkommen auf der Arena 2036. Ich bin Johannes Fiesel, ich bin Mitarbeiter in der Konzernforschung von Robert Bosch und ich möchte euch heute zeigen, was wir hier in der Arena 2036 erforschen. Hier hinter mir seht ihr den Bosch-Bereich, den wir hier auf der Arena haben und in dem wir am Produktionssystem und an der Produktion von morgen forschen. Und da würde ich euch gerne jetzt mal mit hinnehmen. Folgt mir mal. Wir arbeiten hier auf der Arena und auch als Bosch an verschiedenen Themen. Unter anderem an einem großen öffentlich geförderten Projekt mit dem Titel Software Defined Manufacturing für die Fahrzeug- und Zulieferindustrie. Wir sind gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, dem BMWK. Gestartet sind wir im Oktober 2021 mit 30 Partnern. Wir arbeiten hier und forschen an der Produktion von morgen, an der Fabrik der Zukunft. Für uns sind für diese Zukunft zwei wesentliche Bestandteile prägend. Auf der einen Seite das Thema Digital Engineering, die Digitalisierung, die Verschlankung von Planungsprozessen rund um die Produktion und auf der anderen Seite das Thema modulare Produktion, also einen modularen Aufbau von Maschinen und Anlagen, um schnell und anpassbar neue Konfigurationen von Produktionssystemen umsetzen zu können. Beim Thema Digital Engineering setzen wir auf einen stark softwaregetriebenen Planungsprozess, wo früher viele Mitarbeiterstunden in heterogenen Planungsteams erforderlich waren, haben wir heute einen starken Softwarebezug. Wir gestalten Software-Planungsservices, die modular aufgebaut sind und miteinander kombinierbar sind, um zu Planungsergebnissen zu kommen. Nachdem wir die Planungsergebnisse mit der virtuellen Inbetriebnahme erprobt und abgesichert haben, übertragen wir diese nun in die reale Welt. Hier sind wir jetzt bei unserem Prototypen für unsere wandlungsfähige Montagestation angekommen. Hier erforschen wir, wie wir komplexe Prozesse modular darstellen können. Diese einzelnen Module, die mechatronischen Objekte, können dann wie Lego-Bausteine auch für die Herstellung anderer Produkte verwendet werden. Und jedes mechatronische Objekt besitzt eine eigene Steuerung und eine eigene Lokalisierung, was es uns ermöglicht, den Roboter nicht jedes Mal neu einlernen zu müssen. So erreichen wir eine schnelle Inbetriebnahme, ohne Prozesse einzurichten, die Software anpassen oder Roboterpositionen neu einlernen zu müssen. Trotzdem bleibt in einem wandlungsfähigen Umfeld der Mensch die Hauptfigur in der Fertigung. Und damit ich in einem wandlungsfähigen Umfeld mich trotzdem orientieren kann und weiß, was passiert, brauche ich mehr Informationen. Wie wir hier sehen, können wir uns live für das aktuelle Tagesgeschehen Fahrwege, Laufwege, Gefahrenbereiche einblenden lassen, sodass ich auch, wenn sich täglich die Fertigung ändert, genau weiß, wie ich mich in der Fertigung verhalten muss. Jetzt sind wir an der Video-Wall angekommen. Auf der Video-Wall sehen wir den digitalen Zwilling einer möglichen zukünftigen modularen, wandlungsfähigen Produktionslinie bei Bosch. Diese Produktionslinie basiert auf einer realen Prozesskette unseres Projektpartners Bosch Automotive Steering. Aus dieser gesamten Produktionslinie haben wir uns einen kleinen Teil herausgepickt. Dieser kleine Teil besteht aus dem intelligenten Boden und einer modularen, wandlungsfähigen Produktionslinie. An diesen beiden Komponenten möchten wir zeigen, wie wir in Zukunft schnell und einfach zu neuen Produktvarianten wandeln können in der Produktion. Damit sind wir am Ende angelangt. Ich hoffe, euch hat der kurze Einblick in die Themen, die wir auf der Arena 2036 erforschen, gefallen. Ich freue mich, wenn wir euch auch in Zukunft spannende Themen aus der Bosch-Forschung präsentieren dürfen.